Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute probieren wir wieder zwei Hopfenextrakte, die ich gemacht habe. Und zwar diesmal aus dem britischen Nobelhopfen East Kent Golding und Fuggle. Die beiden sind seit Menschengedenken will ich nicht ganz sagen, aber sie sind sehr, sehr lange schon klassisch für die englische Brauereikunst. Und zwar war früher der East Kent Golding der typische Bitterhopfen und Fuggle der Aromahopfen. Mittlerweile hat sich allerdings East Kent Golding als ein Aromahopfen eben für die meisten Best Bitter und andere britische Biere herausgestellt. Mit früher meine ich sowas wie zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wollte man sehr neutrale Aromen haben und das Ganze sollte nicht fruchtig schmecken und da war East Kent Golding eben kein Aromahopfen der Wahl. Aber jetzt ist das anders und East Kent Golding hat ein tolles Aroma und heute möchte ich wissen, wie das schmecken würde, wenn ich die beiden zum Hopfenstopfen verwenden würde. Ich habe wieder die 3 Tage in kaltem Wasser liegen lassen, dass die Hopfen, das sind in beiden Fällen Doldenhopfen, dass die gut ziehen können. Das Ganze mache ich immer kalt und 3 Tage lang, weil das so in den Büchern, die ich bisher gelesen habe, immer die empfohlene Länge ist. Dann Zucker reingetan, ein bisschen Hefe reingetan, eine Hefe, die gerade frisch aus der Fermentation kommt, sonst ist das mit Zucker und also wenig Nährstoffen so relativ schwierig. Ja, dann mache ich praktisch nur eine Nachgärung hier in diesen Flaschen. Und das verändert die Hopfenaromen nochmal so, dass wir wirklich nicht nur so ein grasiges Aroma haben, sondern dass Frucht dabei rauskommt. So, dann fangen wir mal an mit East Kent Golding. Ja, ich nehme am besten ein Sieb. Das Ganze ist ein bisschen wegen den Doldenhopfen stückig. Also die Doldenhopfen habe ich rausgenommen vor einer Woche, habe das Ganze fermentieren lassen, warm. Und dann war das jetzt zuletzt 2-3 Tage im Kühlschrank. Die haben beide eine mittlere Kohlensäure, würde ich sagen. Vielleicht tue ich mal mehr Zucker rein beim nächsten Mal. Ah, okay. Der Fuggle macht wieder eine leichte Farbe, während der East Kent Golding relativ farbneutral ist. Wenn ihr euch an das letzte Video erinnert, dann wisst ihr vielleicht noch, dass Motueka damals derjenige war, der eine sehr gelbe Färbung reingebracht hat. Also falls ihr sehr interessiert daran seid, ein helles Bier herzustellen, könnte das relevant sein. Ich glaube aber, es macht nicht viel aus. Probieren wir mal den East Kent Golding. Es hat tatsächlich eine Zitrusnote, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich würde sagen Limette tatsächlich. Ich habe ja schon ein Bier gebraut, wo East Kent Golding als Hopfenstopfen, als Dry Hop drin war. Und da war es so, dass der eigentlich das gleiche Aroma gebracht hat, wie wenn man den als Whirlpool-Hopfen am Ende des Kochvorgangs hinzufügt. Also bei ab 80 Grad, wie man das üblicherweise macht. Und ja, es war einfach nur fruchtiger, also ein bisschen intensiverer als der normale East Kent Golding Geruch und Geschmack, den ich so kenne. Aber das hier? Es riecht wirklich glasklar nach Limette. Wahnsinn. Also wenn ihr ein zitrusiges IPA braut und da East Kent Golding am Ende dazu tut, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert. Also nur zum Hopfenstopfen, nicht zum anderen, weil sonst passt das nicht wirklich zu zitrusig. Es ist wenig, also ich würde gerade nicht sagen, dass es East Kent Golding ist, aber ich habe ihn reingetan. Also der Limettengeschmack ist auch da, nicht nur der Geruch. Es ist noch ein bisschen was Grasiges drin und es ist ein bisschen dumpf und herb. Das könnte jetzt sein, dass da durch die Schwebepartikel noch Hefe oder sonst was dabei ist oder irgendwelche Blütenpollen, an denen ich gerade rumkaue. Aber es hat schon so einen, raueren Nachgeschmack. Was ich überhaupt nicht feststelle, ist, dass es bitter ist. Aber vergleichen wir mal mit dem Fuggle. Also mein East Kent Golding hat 4% Alphasäuren und der Fuggle, glaube ich, 6. Vielleicht merke ich jetzt den Unterschied. Aber erstmal riechen wir. Oh, wow. Ja. Das ist zitronig, aber auch sehr so harzig. Nicht auf diese typische Note, die man sonst kennt. Die schmeckt man ja eher nur, die bleibt uns auf der Zunge liegen. Sondern das ist wirklich, das riecht so nach Pinie. Man sagt ja auch, dass Fuggle also im Englischen ist das ein Piney. Das ist eigentlich das, was die mit Hopfenwürzig meinen, aber ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr, angenehm. Der ist bitter, am Ende. Ja, also da ist auch vom Geschmack her nicht mehr zitrusig, das war nur vom Geruch und dann so ein bisschen harziger. Also wirklich, als würde man so ein bisschen im Wald stehen. So im Pinienwald und riechen. Hat so was Mediterranes an sich. Ja, das ist beides sehr anders, als ich gedacht habe.
Also ich hätte auch gedacht, dass die beide nicht so typisch geeignet sind fürs Hopfenstopfen bei einem IPA, weil sie eben nicht zitrusig sind, aber siehe da ist noch viel Potenzial vorhanden. Also ich kann euch nur empfehlen, damit auch mal zu experimentieren. Allerdings sind die Aromen, wenn man die jetzt während des Kochvorgangs oder eben als Whirlpool benutzt, so anders, dass die dann wahrscheinlich stören würden. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft mal machen werde. Und wie gesagt, bei meinem Fuller's ESB war das ja, da habe ich das so auch nicht wahrgenommen. Tja, aber sonst würde ich sagen, war spannend, da mal drüber zu reden, zu sagen, wie es so riecht und schmeckt. Falls ihr damit schon mal gearbeitet habt als Hopfenstopfen, dann sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt was gelernt und ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.